Hallo zusammen! In den vergangenen Tagen haben uns von euch viele Fragen zum Thema Corona-Schutzimpfung erreicht. Diese wollen wir euch natürlich beantworten und sprechen dafür mit verschiedenen Ansprechpartnern. Heute als erstes mit Michael Püschel, dem Koordinator für das Impfzentrum in Garblingen. Herr Püschel, wie kommen denn die Impfstoffdosen zu uns in den Landkreis? Ja, die Impfstoffdosen werden uns geliefert. Die kommen letztlich über den Bund an den Freistaat. Und der Freistaat liefert die aus an die verschiedenen Verteilzentren in den Regierungsbezirken. Und das ist bei uns hier in Augsburg für Schwaben. Und wir erhalten zweimal die Woche Lieferungen aus diesem Verteilzentrum, immer in der Größenordnung, wie Impfstoff vorhanden ist und wie wir ihn bestellt haben. Viele Bürgerinnen und Bürger sind etwas unsicher, wie denn die Impfstoffpriorisierungen ablaufen. Wie ist denn der Impfplan vorgesehen? Ja, also da gibt es ja eine ganz klare rechtliche Vorgabe. Es gibt die Corona-Impfverordnung und da werden ja die verschiedenen Prioritäten definiert. Und ganz klar ist, dass an alleroberster Stelle einerseits die über 80-Jährigen stehen, also unsere ältesten Mitbürger, die schon aufgrund ihrer gesundheitlichen Verfassung sehr gefährdet sind. Und zum Zweiten alle die, die in alten Pflegeeinrichtungen leben und gepflegt werden, weil dort auch das Ausbruchsgeschehen teilweise schwerwiegend ist und nicht beherrschbar ist. Und das sind die beiden Gruppen, die ganz weit oben stehen. In der ersten Priorität stehen aber dann auch noch weitere Gruppen. Das sind dann insbesondere diejenigen, die unsere Alten und Kranken pflegen und noch verschiedene andere, die eine besondere Gefährdung haben aufgrund ihrer Berufsausübung. Und was sind die Gründe dafür, dass manche Bürgerinnen und Bürger nun aktuell doch etwas länger warten müssen, als es ursprünglich geplant war, bis sie eine Impfung bekommen können? Ja, das ist das, was uns hier auch am meisten zu schaffen macht. Wir würden, und das muss ich an der Stelle schon wirklich sagen, wir würden tatsächlich gerne viel, viel mehr impfen. Und wir hatten ja die Hoffnung, dass zumindest ab Mitte Januar der Impfstoff dann auch zuverlässig und regelmäßig fließt. Und wir hatten auch schon Vorstellungen. Wir wollten beispielsweise 1000 Erstimpfungen in der Woche machen. Und das Ganze ist zusammengebrochen aufgrund der Tatsache, dass es diese Lieferschwierigkeiten gibt, von denen wir inzwischen alle wissen. Und das hat uns tatsächlich schwer getroffen, denn wir haben zum einen natürlich unsere Zweitimpfungen, die wir auf jeden Fall machen müssen. Dafür brauchen wir den Impfstoff. Und nur das, was übrig bleibt, können wir für die Erstimpfungen verwenden. Ich weise an der Stelle aber auch darauf hin, dass wir vom ersten Tag an, seit dem 27., seit der allerersten Impfung, aus jeder Impfstoffampulle von jeher immer schon 6 Impfungen gezogen haben, so dass irgend ging. Diese Diskussion, die dann später entstanden ist, darf man das, kann man das, die haben wir nie geführt. Wir haben gesagt, wenn da 6 Impfstoffdosen drin sind, dann verimpfen wir die auch. Das hätte man niemandem vermitteln können, dass wir hier vielleicht auch noch Impfstoff quasi liegen lassen. Und insoweit können wir das unsere tun. Wir holen raus, was rauszuholen ist. Wir hoffen, dass wir jetzt für die Zukunft tatsächlich mehr Impfstoff und dann auch zuverlässig Impfstoff bekommen. Und die Schwierigkeit ist bis heute nicht vollständig behoben und deswegen haben unsere Bürgerinnen und Bürger tatsächlich dieses Problem. Sie können sich nicht auf uns verlassen, weil wir uns nicht auf die Lieferungen verlassen können. Und ich sage es nochmal, das schmerzt im Moment am meisten.